Hallo und herzlich willkommen. Wir haben Tract um eine neue Funktion, den Logviewer, ergänzt. Du kennst das sicher, wenn du dich im Contao Manager befindest und du gehst hier unter den Bereich Tools und System Log, dann zeigt dir der Contao Manager das aktuelle Logfile an. Wenn du allerdings mehrere Installationen verwaltest, möchtest du sicher nicht bei allen Installationen einloggen und jeweils die einzelnen Fehler prüfen. Und genau aus diesem Grund haben wir Tract um einen Logviewer erweitert. Damit werden nun die Log-Einträge von Tract automatisch im Hintergrund gesammelt und an einer zentralen Stelle angezeigt. An dieser Stelle noch ein Hinweis: Tract sammelt nur Fehler, alle anderen Einträge werden derzeit ignoriert. Schauen wir uns nun gemeinsam den Logviewer an. Wenn du Tract öffnest, dann siehst du den neuen Menüeintrag vom Namen Logs. Überhalb des Menüeintrags wird dir auch eine Zahl angezeigt, wenn es neue Log-Einträge gibt. Wenn wir diese Ansicht öffnen, dann haben wir jetzt eben 7 Log-Einträge. Diese sind aktuell vom Status aktiv und wurden noch nicht bearbeitet. Auf der rechten Seite siehst du die Suchen- und Filtern-Funktion. Damit lassen sich die Log-Einträge durchsuchen oder auch bestimmte Filter aktivieren. Derzeit sind wie gesagt alle Einträge vom Status aktiv zu sehen. Du hast aber auch die Möglichkeit, die Log-Einträge zu archivieren oder auf Ignoriert zu stellen. Dazu aber später mehr im Video. Dann haben wir klassische Filter nach der Installation und auch nach dem Kanal. Kommen wir nun zu den einzelnen Einträgen. Wichtig ist, dass Fehler nur einmal in deiner Log-Ansicht auftauchen. Das heißt, wenn ein Fehler bei einer Installation mehrfach auftritt, dann wird die Anzahl der Vorfälle hochgezählt. Du siehst also jetzt bei diesem Eintrag, dass es 3 Vorfälle gibt und dass dieser zuletzt vor 6 Tagen gesehen wurde. In der nächsten Spalte siehst du dann, welche Installation es betrifft und hinten die entsprechende Fehlermeldung. Bei Bedarf kannst du auch wieder auf einen Eintrag gehen und per Rechtsklick das Kontextmenü öffnen und so zum Beispiel die Direct Links nutzen, um direkt zum Beispiel zum Contao Manager zu gehen oder dich ins Backend von Contao anzumelden. Bei Bedarf kannst du auch auf die Installation selbst klicken und dir so die Details der Installation anzeigen lassen. Um nun eine Fehlermeldung im Detail anzuzeigen, klickst du auf eine entsprechende Fehlermeldung und auf der rechten Seite hast du jetzt die Möglichkeit, eben nochmal allgemeine Informationen zu sehen, also welche Installation betrifft es, wann wurde der Fehler zuerst gesehen und wann das letzte Mal und natürlich auch in welchem Kanal und welches Level. Darunter steht jetzt nochmal die Fehlermeldung und zusätzlich gibt es die Möglichkeit, dass du den sogenannten Kontext anzeigen lassen kannst. Das heißt, wenn du hier ein Item hast oder auch mehrere, kannst du eben hier das Ganze anklicken und es werden die entsprechenden Details angezeigt. Um nun den Überblick zu behalten, kannst du die einzelnen Einträge archivieren oder bei Bedarf auch ignorieren. Bei diesem Fehler handelt es sich jetzt zum Beispiel um einen Fehler, dass ein Template nicht gefunden wurde. Wenn ich diesen Fehler dann behoben habe, kann ich ihn dementsprechend archivieren. Dazu kann ich hier direkt in der Detailsansicht hier oben das Icon klicken und das Ganze wird archiviert. Eine weitere Möglichkeit, um Einträge zu archivieren, ist, dass du einfach über den entsprechenden Eintrag gehst und dann rechts hier auf das Icon klickst. Wenn du jetzt mehrere Einträge gleichzeitig bearbeiten möchtest, ist auch das möglich. Dazu wählst du einfach die entsprechende Checkbox vor der Installation und wählst unten die entsprechende Aktion aus. Wenn du sehen möchtest, welche Einträge du bereits archiviert hast, wechselst du beim Filter auf Archiviert und dir werden die entsprechenden Einträge angezeigt. Ebenso lassen sich einzelne oder mehrere Einträge wiederherstellen und auf Nicht archiviert setzen. Als nächstes möchte ich jetzt dir noch die Funktion Ignorieren zeigen. Dazu sehen wir uns diese Fehlermeldung an. Hier wird beschrieben, dass ein SQL-Fehler aufgetreten ist. Das kann zum Beispiel passieren, wenn bei einem Host in der Nacht ein Backup gemacht wird, dann ist kurzzeitig die Datenbank nicht erreichbar und dieser Log-Eintrag wird geschrieben. Da wir das jetzt hier bei dieser Installation wissen, dass das immer in der Nacht auftritt und wir nicht jeden Tag diese Fehlermeldung sehen wollen, können wir das Ganze auch einfach auf Ignorieren stellen. Das heißt, ich klicke hier dieses Glockensymbol und diese Meldung von diesem Typ wird ignoriert. Sollte also morgen oder übermorgen oder auch später diese Meldung wieder auftreten, wird diese eben nicht mehr direkt auf aktiv geschalten, sondern diese bleibt automatisch ignoriert und wird nicht mehr angezeigt. Auch in der Logview ist die bequeme Tastaturnavigation möglich. Das heißt, wenn du zum Beispiel hier diesen ersten Eintrag hast und du möchtest dann durch die ganzen Einträge wechseln, dann kannst du mit der Pfeiltaste rechts und links schnell durch die einzelnen Einträge wechseln. Genauso ist es möglich, dass du einzelne Einträge per Tastendruck archivierst oder ignorierst. Dazu drückst du entsprechend die Taste A für Archivieren oder I für Ignorieren. Noch ein kleiner Hinweis zu der Aufbewahrungsdauer. Alle Einträge, die innerhalb von 30 Tagen nicht erneut aufgetreten sind, werden aus der Liste automatisch bereinigt. Dank des Logviewers hast du nun alle Fehlermeldungen an einer Stelle gesammelt und kannst so schneller darauf reagieren.
Bei der Umsetzung ist uns bereits aufgefallen, dass es für Nichtentwickler nicht immer sehr einfach ist, die einzelnen Fehlermeldungen zu verstehen. Deswegen arbeiten wir bereits auch hier an einer Lösung. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.